Wie ich dieses Damastmesser geschmiedet habe, ist mir ein Stückchen Damast übergeblieben. Heute schmiede ich mir daraus eine Gürtelschnalle. Für die, die wissen wollen, wie man Damast an sich herstellt, ich verlinke euch das Video in der Videobeschreibung. Den überschüssigen Damast habe ich mir damals einfach vom Messer abgetrennt. Für ein weiteres Messer war das einfach zu wenig. Ich habe einfach versucht, das Ganze schüsselig und möglichst gleichmäßig auszuschmieden. Die Damastlagen sind übrigens in liegender Ausrichtung. Dann habe ich das Ganze einfach am Tellerschleifer zurechtgeschliffen, die Aufnahme habe ich aber jedoch leider verloren. Auf der Innenseite habe ich einfach einen Nagelkopf sowie dieses U-förmige Drahtstück angeschweißt. Das ist ziemlich heikel mit der Elektrode zu machen, mit etwas Vorsicht und Geschick bringt man das aber schon hin. Auf keinen Fall sollte man zu tief schweißen, weil dann kann es passieren, dass das Damastmuster verschwindet oder man sogar ein Loch hineinschweißt. Die Innenseite habe ich mit Nagellack vom Ätzen geschützt, geätzt habe ich mit Eisen-3-Chlorid 15%ig und ca. 8 Minuten. Mit 1000er Körnung habe ich danach drüber geschliffen. Das Lederband habe ich gekauft, da gab es noch weitaus schönere, die waren aber mit fast 20 Euro relativ teuer. Das hier hat nur 4 Euro gekostet. Zuerst habe ich versucht, das Ganze zu vernieten, das hat aber gar nicht gehalten und deshalb habe ich es dann einfach verniet. Ich finde, der Gürtel sieht ganz gut aus und er passt auch perfekt zum Damastmesser. Zum einen vom Leder zur Lederhülle, aber natürlich auch das Damastmuster. Danke fürs Anschauen und damit bis zum nächsten Mal.